Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Für euch ist es jetzt eine Woche später seit dem letzten Video. Für mich ist es immer noch der Karfreitag. Wir hatten das letzte Video ja beendet, als ich die Ölrücklaufleitungen ausgebaut und das Motorlager nochmal entfernt habe. Die Ölrücklaufleitungen habe ich jetzt bereits gespült. Ich habe auch bereits die Dichtungen erneuert. Das ist jetzt wieder verbaut und jetzt geht es dann daran, den ersten Turbo, in dem Fall die Bank 2, die ja bei mir defekt war. Das ist jetzt, wie gesagt, das entsprechende Ersatzteil. Hier innen drin ist eben auch, wie sich das für einen funktionierenden Turbolader gehört, auch noch die Abgasturbine vorhanden. Das sieht also alles gut aus. Das ist ja, wie gesagt, ein Zubehörteil, also sozusagen die gleiche Teilenummer, wie wenn man von BMW kauft, aber eben nicht von BMW gekauft. Deswegen steht hier drüben auch Mitsubishi drauf. Ansonsten sah es für mich auf den ersten Blick erstmal identisch aus. Ob das wirklich so ist, werden wir dann feststellen, wenn ich es jetzt am Fahrzeug verbaue. Hier sind auch überall noch diese Verschlussstopfen drauf. Die Wasserleitungen, das ist eigentlich relativ unkritisch, denn die werden ja ohnehin am Ende montiert, wenn die Turbolader schon im Motorraum bzw. am Zylinderkopf angeflanscht sind. Wo ich jetzt noch ein bisschen nicht genau weiß, wie ich es von der Reihenfolge machen werde, ist die Geschichte mit der Ölleitung, denn beim Rausnehmen hatte ich bei der Bank 1, war es glaube ich, das Problem, dass ich die Zulaufleitung lösen musste, um den rauszubekommen. Und ja, die Zulaufleitung wieder anzuschrauben, wenn der Turbolader schon am Zylinderkopf ist, ist sehr unangenehm, denn die Zulaufleitung befindet sich dort hinten. Das heißt also, wenn wir von oben gucken, hier ist ja der Flansch, da kommt man eigentlich nicht wirklich hin. Bedeutet, ich müsste jetzt ja, hier oben ein bisschen Öl reinfüllen. Hier ist ja auch Öl mit dabei, damit er beim ersten Starten nicht trocken läuft. Alternative wäre, dass ich es trocken verbaue und alle Zündkerzen und die Einspritzdüsen abstecke und ihn dann ein bisschen rödeln lasse. Das habe ich aber noch nie gemacht. Da weiß ich nicht, ob das so einwandfrei funktioniert oder ob er das erkennt und dann gar nicht startet. Also sprich den Starter nicht anlässt, das weiß ich nicht. Deswegen ist mein Wunsch eigentlich, dass ich hier ein bisschen was von diesem Öl einfülle, oben in die Öffnung, den Ablauf erstmal zulasse, dann die Zulaufleitung mit anschließe, denn wie gesagt, im eingebauten Zustand wüsste ich nicht, wie ich da hinkomme. Dann das Ganze versuche da vorne im Motorraum reinzufädeln, mit einer neuen Dichtung dann mal so grob zu positionieren. Und dann kommt eben der Punkt, wo man relativ penibel arbeiten muss. Und zwar braucht man da so einen 1,5er Bohrer, habe ich mir auch schon besorgt. Den muss man dann nehmen, um hier den Abstand richtig einzustellen. Da gibt es hier die zweite Schraube, also von sozusagen in Richtung Fahrzeugheck ist das die zweite Befestigungsschraube. Da kommt oben dieser 1,5er Bohrer rein. Dann zieht man diese Zentrierschraube fest, einmal mit 5 Newtonmeter am Anfang und dann eben alle anderen Schrauben auch mit diesen 5 Newtonmetern. Das ist wie gesagt jetzt hier die Bank 2 und ja, das gleiche macht man dann auch beim ersten, also bei dem Turbolader für die Bank 1. Also ein etwas komplizierterer Prozess und dann am Ende kriegen die nochmal 12 bzw. 15 Newtonmeter und die Zentrierschraube kriegt dann nochmal 90 Grad Drehwinkel. Also wenn ihr das genau wissen wollt, schaut da in die Anleitung. Das ist jetzt ein bisschen, ja, möchte ich jetzt nicht hier runterbeten, wie das funktioniert. Könnt ihr euch ja bei All Data oder so die Anleitung ziehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt halt das, womit ich mich beschäftige und ich hoffe, ich bekomme heute zumindest einen Turbolader verbaut, im Idealfall beide. Im Idealfall auch dann schon mit den Ölleitungen, sodass, wenn morgen hoffentlich die letzten Dichtungen für die Kühlmittel oder Kühlwasserschläuche kommen, dass ich dann morgen vielleicht oder am Sonntag noch die Kühlschläuche verbauen kann und dann eben den ganzen Rest, der hier noch so auf der Werkbank rumliegt, da ich das dann alles wieder rein puzzle. So, jetzt schauen wir einmal am Auto. Ich habe jetzt hier auch, weil das Auto ja momentan hochgebockt ist, also auch der Motor ist ja hochgebockt, ne, der hängt jetzt hier noch auf der an der Motorbrücke hängt er jetzt noch. Motorlager ist also raus, damit ich mehr Platz habe. Und ihr seht da unten schon mein kleines Unterstellding, hatte ich ja erwähnt in einem der vorherigen Videos, dass ich mir noch so eine kleine Motorradhebebühne geholt habe.
Die habe ich jetzt einfach mal sicherheitshalber unterhalb der Ölwanne positioniert. Das für den Fall, dass mir hier oben aus welchen Gründen auch immer diese 14er Schraube abreißen sollte, mir der Motor nicht komplett auf eine Seite wegkippt. Und ihr seht jetzt hier unten, wie gesagt, hier vorne, ich highlighte das jetzt einmal im Video, da habe ich für den Turbolader Bank 1 schon die Rücklaufleitung wieder angeschlossen. Wie gesagt, Dichtung neu, die Leitung gespült. Ich habe die jetzt oben einmal abgeklebt, damit da keine Späne oder irgendwas reinfallen oder anderer Dreck, der vielleicht jetzt hier beim Reinwuchten sich irgendwo löst. Und da hinten, highlighte ich auch nochmal, habe ich eben den Ablauf für die Bank 2 auch schon wieder montiert, auch wieder mit Ölleitung und eben entsprechend neuer Dichtung, auch wieder abgeklebt. Die Schrauben von diesen Ölleitungen bekommen 8 Newtonmeter laut BMW. Das also als Info für euch. So, und jetzt hätte ich gesagt, ich fummel da mal die Tücher raus, also die Papiertücher, die ich überall drin habe, säuber die Zylinderflächen, probiere mein Glück, den Turbolader da rein zu fummeln. Mal schauen, wie gut es läuft. Ihr werdet es gleich wissen, ich spiele mal ein bisschen rum. So, jetzt könnt ihr mal sehen, wie ich hier den Arbeitsplatz jetzt gestaltet habe. Wie gesagt, mit dem Wagen muss ich mich ein bisschen weniger oft bücken, was meinem Rücken entgegenkommt. Und hier drinnen, tada, wir haben jetzt bereits beide Lader drin. Es ist einfach unglaublich anstrengend. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also ja, besonders bei mir natürlich wegen der Rückenthematik, dieses ständige unters Auto kriechen und wieder raus. Echt heftig. Aber ich habe es geschafft und ich muss sagen, jetzt beim Reinsetzen der Lader ging es auch ein bisschen einfacher als beim Rausholen. Ich habe jetzt tatsächlich auch beide Lader mit der Ölzufuhrleitung bereits montiert eingesetzt. Mit den Ölablaufleitungen da unten, ja, die sind in der Mitte so ein bisschen flexibel. Ich zeige euch das gleich mal. Da bin ich mir echt unsicher, ob das normal ist, also ob die so viel Spiel haben oder ob die jetzt irgendwie beschädigt worden sind beim Ausbauen. Das sehe ich dann halt spätestens, wenn ich den das erste Mal anlasse, ob da irgendwo was rausläuft. Ich hoffe nicht, aber es fühlt sich irgendwie einfach komisch an. Ja, genau. Also wie habe ich es jetzt gemacht? Ich habe zuerst den hinteren Lader, also Lader Bank 2. Ich versuche das jetzt in der Videobearbeitung wieder ein bisschen hervorzuheben. Ich gehe mal hier etwas tiefer rein, damit ihr das hoffentlich besser sehen könnt. Genau, also da hinten den Lader Bank 2, den markiere ich jetzt mal mit dem Pfeil. Den habe ich zuerst hier reingepfercht. Der ging sogar ein bisschen schlechter rein als der Lader Bank 1. Den habe ich dann dort unten auf diesen Träger gelegt, wo normalerweise das Motorlager sitzt. Das heißt, der war dann aus dem Weg. Dann habe ich den Lader hier vorne. Also den hier vorne, ich markiere das auch wieder mit dem Pfeil. Dann habe ich den Lader Bank 1 eingesetzt. Der ging, wie gesagt, gefühlt sogar leichter rein als der von Bank 2. Und habe dann angefangen, den Lader von der Bank 1 zuerst auch zu montieren. Da gibt es ja diese spezielle Reihenfolge zu beachten in Bezug auf das Drehmoment. Also zuerst die Zentrierschraube anziehen. Dann hätte man bei dem Lader 1 laut Anleitung noch oben in den Abgasflansch so einen kleinen Bohrer, 1,5er Bohrer reinsetzen sollen, um irgendwie den Abstand zu halten. Ich habe 20 Minuten da rumgefummelt. Ich habe den Flansch ganz nach oben gezogen, also so, dass maximal Platz ist. Ich habe den Bohrer da oben nicht reinbekommen. Also ich habe es wirklich 20 oder 25 Minuten versucht, wie so ein Irrer. Ich habe es nicht geschafft. Am Ende habe ich es einfach gelassen. Ja, also wenn es halt nicht geht, geht es halt nicht. Ich kann auch nicht zaubern. Ob das jetzt nachher nachteilig ist, auch das werde ich dann erst sehen, wenn er läuft. Aber das nur zur Info, ich habe es halt nicht hinbekommen, mit diesem Bohrer den da reinzusetzen. An der Seite ging es, aber obendrauf, so wie die das in der Anleitung gezeigt haben, keine Chance. Ich zeige euch auch gleich nochmal die Anleitung. Dann eben, wie gesagt, mit der Zentralschraube angefangen, einmal 5 Newtonmeter. Dann alle anderen Schrauben entsprechend auch in einer gewissen Reihenfolge. Und zwar ist die Reihenfolge so, dass man hier dann von der oberen Reihe die dritte Schraube ist dann sozusagen die zweite, mit der man anfängt, also die zentrale Schraube 5 Newtonmeter. Dann hier die dritte von oben auch mit 5 Newtonmeter und dann geht man so im Kreis rum, bis man wieder oben ankommt. Dann bekommt die Zentralschraube 12 Newtonmeter, dann geht man wieder zu dieser dritten von oben, auch mit 12 Newtonmeter, einmal wieder Kreis rum. Dann bekommt die Zentralschraube in der Mitte 90 Grad Drehwinkel und alle anderen Schrauben, also ich sage jetzt immer Schrauben, Muttern, und alle anderen kommen dann auch wieder von der dritten Mutter oben angefangen, 18 Newtonmeter einmal rum. Das ist das Prozedere laut Anleitung und das habe ich jetzt gemacht. Der hintere Lader ist noch nicht fest, das mache ich jetzt gleich noch. Ist jetzt auch schon kurz vor 6, bin jetzt hier auch schon wieder 4,5 Stunden dran. Ja, das ist einfach, das Blöde ist halt mit diesem, dass man so wenig Platz hat und dann halt das unten drunter kriechen und wieder rauskrabbeln.
Das kostet immer Zeit. Jetzt zeige ich euch mal kurz die Anleitung, was da drin steht. So, das ist jetzt hier die Anleitung und wie gesagt, man hätte jetzt eigentlich hier oben in diesen 9er, also den ganz außen, in den hätte man eigentlich hier oben, ich gehe mal ein bisschen näher ran, hätte man da oben so einen 1,5er Bohrer zwischenstecken sollen. Aber das habe ich nicht geschafft. Wie gesagt, der ist immer wieder rausgerutscht, das hat nicht gehalten. Also habe ich es dann, wie gesagt, einfach gelassen. Und die Reihenfolge, wie gesagt, man fängt immer mit dieser Zentralmutter hier an. Die ist auch die einzige, die am Ende keine 18 Newton bekommt, sondern eben diese 90 Grad Drehwinkel. Und dann geht es hier oben weiter. Wie gesagt, 2, 3, 4, 5 und einmal Kreis rum. Ja, das mache ich jetzt für den zweiten Lader auch noch, allerdings halt ohne diese Geschichte mit diesem Bohrer. Und ja, dann hätte ich gesagt, geht es für euch weiter. Für mich geht es wahrscheinlich dann erst am Samstag weiter. Aber für euch geht es jetzt in dem Video weiter. Das heißt, wie gesagt, Lader sind drin. Schon mal ein gutes Zeichen. Als nächstes, wie gesagt, mache ich jetzt noch den Bank 2 Lader fest und dann schließe ich die Ölleitung an und dann gucken wir nochmal unten unter das Auto. So, jetzt ist nochmal ein gutes Stündchen vergangen. Jetzt ist auch der Turbolader hinten Bank 2 entsprechend mit Drehmoment drin. War tatsächlich ein bisschen ekliger, das Ganze mit Drehmoment anzuziehen als bei der Bank 1, aber ging jetzt auch. So langsam, ja, habe ich den Dreh raus. Unten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da unten, ich versuche es wieder im Video zu highlighten, hinten ist es so ein bisschen unscharf zu erkennen. Das Motorlager habe ich jetzt wieder montiert, denn ich mache ja jetzt erst morgen wieder weiter. Für euch geht es jetzt im Video gleich weiter, aber ich mache morgen erst weiter. Ich habe also die Motorbrücke wieder abgelassen, beziehungsweise den Motor abgelassen. Das war es jetzt für heute. Morgen sollen noch 2 Pakete kommen mit den Dichtungen für die Kühlwasserleitungen. Das wäre super, dann kann ich das noch entsprechend morgen zusammenbauen. Außerdem mit etwas Glück ist morgen dann auch noch neue Dichtungen für die Ölablassleitungen dabei. Dann kann ich noch morgen die Ölablassleitungen montieren. Das zeige ich euch dann morgen nochmal von unten, wie es aussieht. Und wenn das dann durch ist, geht es an die Hitzeschilde. Wenn die Hitzeschilde wieder dran sind, Downpipe. Also ich hoffe, dass ich da jetzt einigermaßen gut vorankomme. Wie gesagt, heute ist Freitag, ich bin echt happy. Mein Ziel war es, dass die Lader wieder drin sind. Die Lader sind wieder drin, insofern erstmal alles gut. Klar, ich weiß jetzt noch nicht, ob das wirklich nachher alles sauber funktioniert, aber das muss ich jetzt abwarten. Ich habe erstmal alles gemacht, wie es in der Anleitung stand, abgesehen von dieser Geschichte mit diesem 1,5 mm Bohrer. Das wollte bei mir einfach nicht. So, heute haben wir jetzt also Samstag, also sprich Ostersamstag. Und wir waren ja gestern stehen geblieben ja, bei dem Thema Kühlleitungen, also sprich die Kühlleitungen, die dann nachher entsprechendes Kühlwasser in die Turbolader drücken, dass ich die noch montieren muss. Und die Lieferungen sind also wirklich heute gekommen am Samstag. Ich habe also jetzt die restlichen Dichtungen noch bekommen von BMW. Zum einen für die Kühlleitungen, aber zum anderen auch neue, frische Dichtungen für den Ölrücklauf. Die sehen dann so aus. Das ist einfach, ja, wie gesagt, so eine kleine Dichtung, die kommt eben zwischen diese Aufnahme oder zwischen diesen Anschluss vom Rücklauf und dann nachher dem Turbolader. Und wie gesagt, wenn die jetzt nicht gekommen wären, hätte ich halt die alten verbaut. Aber so ist das natürlich ideal, wenn ich hier entsprechend frische Dichtungen verwenden kann. Gleiches gilt natürlich auch für die Dichtungen hier an den Leitungen. Und damit starten wir jetzt einmal, hätte ich gesagt. Die Leitungen hatte ich ja bereits gespült, das habt ihr ja, wobei ich glaube, das hatte ich nicht reingeschnitten. Ich hatte, glaube ich, nur die Ölleitungen reingeschnitten, aber die habe ich auch gespült. Was ich jetzt noch mache, weil ich habe die Leitungen selber nicht neu gekauft, sondern nur die Dichtungen. Die Leitungen selber wären nicht so schnell lieferbar gewesen. Und hier sind eben so ein bisschen Korrosionsspuren zu erkennen. Ich hoffe, man sieht das jetzt in der Kamera. Bedeutet, wenn ich jetzt die Dichtringe abgemacht habe, gehe ich hier einmal ganz grob mit so einem Schleifpad drüber, um das einfach ein bisschen glatt zu bekommen. Insgesamt, wie gesagt, sind das jetzt hier 6 Dichtungen. Ich gucke mal. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Da drüben brauchen wir eigentlich keine. Und da haben wir 2, 4. Hier haben wir sogar 6 bekommen. Jetzt weiß ich gar nicht, für was die sechste Dichtung ist. Hier drin sehe ich keine Dichtung. Weiß ich nicht, vielleicht ist eine Ersatz. Ich habe keine Ahnung. Bevor ich die jetzt da runterropfe,
Weil jetzt bin ich irritiert. Normalerweise kriegt man ja immer genau die richtige Anzahl. Jetzt schaue ich einmal, ob das überhaupt die richtigen sind. Manchmal kann ja auch was schief gehen. 558936 ist auf jeden Fall eine andere Teilenummer als bei den Ölleitungen. Und rein von der Größe sieht das auch in Ordnung aus. Ja, das sollte passen. Okay. Ich bin halt irritiert, weil die Originalen, ich denke, hier sieht man das noch ganz gut, die originalen Dichtringe sind so leicht bläulich eingefärbt, oder das heißt bläulich, die sind blau und die hier sind jetzt schwarz. Das irritiert mich ein wenig, aber ja gut. So ist es. Wie gesagt, die hole ich jetzt hier runter und dann schleife ich das ein bisschen an. Ich denke, hier kann man das jetzt auch sehen. Vielleicht ist das aber auch von der Kühlflüssigkeit. Vielleicht hat sich das auch von der Kühlflüssigkeit verfärbt. Weil auf der anderen Seite ist er schwarz. Also gegebenenfalls hat sich da die Einfärbung der Kühlflüssigkeit an dem Dichtring abgesetzt. Das würde ich jetzt tatsächlich eher vermuten. Ja, ich denke, das ist die Erklärung, warum die blau sind. Weil das Kühlmittel ist ja auch blau eingefärbt. So, und jetzt schleife ich das einmal ab. Danach muss ich natürlich zur Sicherheit nochmal durchspülen, dass da nichts schief geht. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Ohne diese Rostrückstände. So ist mir das lieber. Das mache ich jetzt an allen, dann spüle ich nochmal durch. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir unten am Auto, wie es weitergeht. Ich denke, ich werde dann erst den Ölablauf montieren mit den neuen Dichtungen und dann erst die Kühlleitung. Aber das schaue ich dann am Auto. Hitzeschutzbleche müssen ja auch noch rein. Ich wurstel jetzt mal ein bisschen und dann gebe ich euch nochmal einen Zwischenstand durch. So, ich habe jetzt mich doch dazu entschieden, erstmal die Thematik mit den Hitzeschutzblechen anzugehen, zumindest so ganz grob, also die Bleche hier oben. Das ist auch sehr, sehr fummelig, also besonders dieses Blech hier von der Bank 1, das ist auch wieder ja, Kategorie Hölle. Und zwar, wie ich es jetzt geschafft habe, also zum einen braucht man ein bisschen Kraft, weil an der einen oder anderen ja, Position hängt das da ein bisschen an diesem Hitzeschutz und verkeilt sich halt die ganze Zeit. Und was ich jetzt gemacht habe, das hat hier außen, das sieht man jetzt leider nur noch sehr schlecht. Ich gucke mal, ob ich da, wenn ich die Kamera reinhalte, diese Ecke, die man jetzt da sieht, ne, die so ein bisschen, ja, sag ich mal, raussteht, das war der Knackpunkt. Und zwar habe ich diese Ecke, also das Ganze so ein bisschen schräg und dann so leicht gedreht. Hier muss es auch zwischen dem Turbolader durch, also sprich, da wo die Frischluft ja reingeht, ja, da muss das Blech so ein bisschen hinten dran vorbei. Ich habe auch die Abdeckung drauf gelassen, damit ich mir da sozusagen den Anschluss nicht kaputt mache oder drücke mit dem Blech. Und wie gesagt, das muss da vorbei und dann so nach hinten rein und es ist furchtbar. So, das passt. Jetzt habe ich hier wieder mein oberstes Blech. Dann kommt, wie gesagt, das Blech von der Bank 1 davor, das Blech von der Bank 2, das sitzt hinten auch. Das ist hinten auch schon zu erkennen. Und die werden eben immer vorne angesetzt. Das schraube ich jetzt fest. Und wenn das fest ist, schauen wir unterm Auto weiter, denn da mache ich dann die Ölablaufleitungen und die Kühlleitungen ran. So, mal wieder der klassische Blickwinkel in Richtung hier dieser kleinen Lücke, die sich hier auftut. Ich weiß, wahrscheinlich könnt ihr diesen Ausschnitt schon gar nicht mehr sehen, aber ihr seht, wir haben hier jetzt wieder Kühlleitungen drin. Wir haben wieder die Hitzeschutzbleche drin. Das war eine Geschichte für sich. Zeige ich euch jetzt aber unten am Auto. So, jetzt sind wir wieder unterm Auto. Ist schon ein bisschen dunkel, aber lichttechnisch ist hier ja immer schwierig. Also die Ölablassleitungen mit neuer Dichtung sind jetzt dran. Hier einmal vom Laderbank 2 und auch da hinten kann man es so ganz grob erkennen vom Laderbank 1.
Die Kühlleitungen habe ich alle wieder befestigt. Sowohl unten ist der Zulauf und oben ist der Ablauf oder irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind sie alle wieder dran, die Hitzeschutzbleche. Und ich habe hier unten allein 1 Stunde an der Schraube, jetzt sieht man sie natürlich nicht, von dem Hitzeschutzblech, was von oben vom Laderbank 1 kommt, gebraucht. 1 Stunde oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als 1 Stunde. Ich musste dann auch das Gewinde nochmal nachschneiden und hier ist ja kein Platz und oh, das war echt die Hölle. Also ja, also ganz ehrlich, das mache ich nie wieder auf dieser kleinen Hebebühne. Ich bin so froh, wenn das hier wieder zusammen ist, aber nochmal mache ich das auf der kleinen Hebebühne auf gar keinen Fall. Da braucht man irgendwas Professionelleres und am besten den ganzen Motor raus. Wie gesagt, Kühlmittelleitung ist wieder angeschlossen, auch mit diesem Sprengring wieder gesichert. Ich habe hier alles entsprechend der BMW-Vorgabe mit 8 Newtonmeter angezogen, also sowohl die Kühlleitungen bekommen 8 Newtonmeter überall, als auch die Ölrücklaufleitungen bekommen 8 Newtonmeter, also alle diese M6er Schrauben bekommen 8 Newtonmeter, genauso natürlich dann auch an den Hitzeschutzblechen, die bekommen auch alle 8 Newtonmeter. Das habe ich jetzt alles gemacht, damit ist mein Werk für Samstag vollbracht und ich würde dann morgen starten mit den Katalysatoren, die hier wieder reinzufummeln. Das wird auch noch mal eine Aufgabe und wenn ich damit durch bin, ist es in Anführungszeichen nur noch die Ansaugung oben, aber ich bin mir sicher, da kommt auch noch die ein oder andere Schraube, die da nervt. Insofern, für euch geht es gleich weiter mit den Katalysatoren. So, es geht jetzt weiter. Heute ist Sonntag, also Ostersonntag und gestern habt ihr ja gesehen, oder beziehungsweise gerade eben habt ihr gesehen, das war die Arbeit, die ich am Samstag ausgeführt habe mit den ganzen Leitungen. Wir schauen noch gleich nochmal ins Auto. Ich habe noch 1, 2 Stecker angesteckt. Und heute habe ich mir jetzt zum Ziel gesetzt, ich hoffe, das klappt, dass ich die neuen Downpipes verbaue. Das hier müsste, wenn mich nicht alles täuscht, die Downpipe für die Bank 2 sein. Besonders unangenehm wird die Geschichte mit den Lambda-Sonden, die zu befestigen, weil da unten einfach super wenig Platz ist. Zum anderen haben wir ja die Geschichte für den OPF. Da kommen hier so kleine Anschlussschläuche ran für den Differenzdrucksensor. Die waren mir ja beim Abmachen so ein bisschen kaputt gegangen, weil die so furchtbar fest waren. Da muss ich mal schauen, wie ich das jetzt heute löse. Ansonsten, wie gesagt, sind das ECE-Downpipes. Die sollten auch in Kombination mit meiner Abgasanlage funktionieren, da beides ECE ist. Zumindest steht das hier so im Gutachten drin. Oder was heißt im Gutachten hier auf dieser Übersicht, ne, mit einer ECE-Genehmigung sollte das dann funktionieren. Ja, das sind wie gesagt hier die alten Turbolader, die habt ihr ja schon gesehen. Das hier wie gesagt sollte Bank 1 sein, der kürzere und der längere war glaube ich Bank 2. Bedeutet, ich versuche jetzt mal mein Glück, die da reinzufummeln und jetzt schauen wir einmal nochmal am Auto. Also so wirklich weniger ist es auf der Werkbank noch nicht geworden. Da fehlt noch einiges. Was ich jetzt auch gemacht habe, ich habe hier was ich ja vorhatte, das alles mal ein bisschen gereinigt, dass das nicht mehr so ganz scheiße aussieht. Und was ich auch gemacht habe, jetzt brauchen wir wahrscheinlich wieder eine Taschenlampe. So, was ich auch gemacht habe, ich habe die Wastegate-Stecker eingebaut. Also hier für die Bank 1, da mache ich gleich noch einen entsprechenden Streifen drüber, dass ich also mit so einer Schraubenmarkierung, also sprich so ein dickflüssiger Lack, damit ich eben sehe, dass das fest ist. Den habe ich angeschlossen und natürlich hinten für die Bank 2 habe ich auch den, kriegt's die Kamera irgendwie? Da, auch den Wastegate-Stecker wieder angesteckt. Da mache ich auch noch so einen Klecks von dieser Markierungsfarbe drauf. Ansonsten, gestern habt ihr ja gesehen, die ganzen Kühlleitungen, die wieder angeschlossen sind. Und wie gesagt, jetzt heute probiere ich mal mein Glück mit den Katalysatoren. Wenn das klappt, würde am Montag noch Zeit bleiben für die Ansaugung. Die liegt ja vor allem da drüben auf der Werkbank, der ganze Kram. Und dann würde, wenn alles gut geht, ich das am Montag vielleicht fertig bekommen. Entlüften muss ich dann natürlich noch und neues Kühlmittel auffüllen, neue Kühlflüssigkeit. Und dann könnte ich am Dienstag zum TÜV. Gestern war ich noch positiv optimistisch, heute bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob mir das von der Zeit reicht. Problem ist auch, so langsam schwinden meine Kräfte. Ich bin das einfach nicht gewöhnt, dass viele Schrauben, das waren jetzt jeden Tag mindestens 7 bis 8 Stunden, wo ich hier am Auto verbracht habe und mit meinem Rücken und dann immer unter das Auto kriechen und so weiter. Also wie gesagt, ich würde euch das nicht empfehlen mit so einer kleinen Hebebühne.
Und ich würde euch das auch nicht empfehlen, das zu machen mit so einer Aftermarket-Motorbrücke. Besorgt euch da irgendwie das Spezialwerkzeug vom BMW, dann könnt ihr hier in dem Bereich viel komfortabler die Sachen rein und rausbauen. So, das war's jetzt mit kleinem bisschen Vorgelaber. Ich mache mich jetzt an die Downpipes und gebe euch dann einen Zwischenstand, wenn es was zu berichten gibt. So, wir sind wieder an der klassischen Ansicht. Ich habe jetzt den ganzen Tag hier verbracht und die Downpipes eingebaut. Die Lambda-Sonden sind alle drin in den Downpipes. Die Downpipes hängen auch an den Turboladern. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt erkennen kann. Vielleicht da hinten an dem hinteren. Da kann man das vielleicht sehen. Hängt da dran. Das passt jetzt alles. Allerdings, das sind ja HJS-Downpipes. Und ich kriege die hinten mit dem Abgasflansch nicht verbunden. Da ist so wenig Platz. Ich habe jetzt schon, ich weiß nicht wie oft, 5, 6, 7 Mal die Flansche zum Turbolader gelöst und das Ding so ein bisschen gedreht, die HJS Downpipe, aber irgendwie positioniert die sich immer in der gleichen Richtung, um dem Turbolader flanschbündig abzuschließen. Kurzum, ich weiß jetzt nicht weiter. Mein Rücken ist auch total im Arsch. Mein Fuß ist schon ganz taub. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich fürchte, das wird nichts mit Dienstag, mit dem TÜV-Termin. Also wenn mir nicht über Nacht noch eine geniale Idee kommt, kriege ich das nicht hin, weil ich habe jetzt auch, wie gesagt, seit heute um 11 Uhr, jetzt haben wir auch schon wieder 5, bin ich da dran. Mir gehen die Ideen aus. Also insofern, ja, die Euphorie ist gewichen, die Realität hat Einzug gehalten. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber momentan weiß ich nicht weiter. Wie gesagt, Downpipes sind drin, aber abgasseitig kriege ich es aktuell nicht zusammen. Sobald ich eine Lösung habe, geht es für euch jetzt hier weiter. So, jetzt sind wir unterm Auto und das Problem ist genau hier hinten, wo die beiden Downpipes zusammenlaufen. Also zum einen, ich denke, hier sieht man das, haben wir das Problem, dass die direkt aneinander aufliegen. Die sind also zu nah beisammen. Und das gleiche Problem setzt sich dann hier vorne fort, wo man diesen Flansch, das ist sehr schwierig zu filmen, wo man diesen Flansch, der eine Flansch ist ja direkt an der Downpipe dran, das ist die Downpipe von der Bank 2 und der andere Flansch ist variabel und die müssen eigentlich in einer Flucht liegen, aber das klappt nicht, weil die Rohre zu nah beieinander sind. Was ich jetzt natürlich schon mehrfach probiert habe, ist, dieser Gimbal. Was ich jetzt schon mehrfach probiert habe, ist da oben am Turboanschluss die Downpipe zu lösen, zu drehen. Gleiche auch hier bei der Downpipe von der Bank 1. Wie ihr sehen könnt, Lambda-Sonden sind alle drin, diese Schläuche für den OPF sind angeschlossen. Ja, ist eigentlich alles vorbereitet. Aber hier ist einfach viel zu wenig Platz zwischen den beiden Rohren und ich weiß nicht wieso. Und wie gesagt, wirklich drehen kann ich die Downpipes zwar, aber sie liegen nur in dieser Position bündig mit dem Turboflansch zusammen. Und dadurch, dass sie nur in dieser einen Position bündig anliegen, hätte ich gesagt, ist das die Position, die richtig ist. Ne? Ich habe die Flansche jetzt, ich weiß nicht wie oft an und ab gehabt, aber ich kriege es einfach nicht hin. Und das nächste ist, wenn wir uns hier dieser Flansch ist ja fest verbunden, wenn wir uns das angucken mit den Löchern hier, das passt. Ne? Also der ist auf jeden Fall in der richtigen Position und der hier ist eigentlich auch in der richtigen Position, also rein von den Schrauben und sowas. Also der ist auch in der richtigen Position, rein von den Schrauben und so. Für mich sieht das fast nach einem Fertigungsproblem aus, dass dieses Rohr hier, das ist auch so leicht eingeknickt, hätte ich gesagt. Also wenn das gerade rausgehen würde, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch einen anderen Denkfehler. Also wie gesagt, wirklich drehen lassen sich die nicht. Die liegen nur so wirklich bündig oben an. Trotzdem ist hier kein Platz. Motor ist auch abgesenkt. Also liegt jetzt, ich habe ihn noch nicht festgeschraubt, aber liegt wieder auf den Motorlagern. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der hochgehoben wäre und es deswegen nicht passt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt mal in meinem Bekanntenkreis jemanden gefragt, ob der sich das mal angucken kann. Ich bin momentan ein bisschen ratlos. Ich kriege hier auch nichts zwischen diesen Spalt, um die auseinanderzuziehen. Zudem habe ich auch Angst. Es ist halt auch super fest. Ja? Also da will ich auch nicht zu viel Kraft aufwenden, weil da ist ja eine riesige Hebelwirkung, was dann oben an den Flansch geht. Wenn ich oben den Flansch löse und es hier unten erst passend mache, dann kriege ich es ja oben nicht mehr zusammen. Also ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, so ist der Stand. Wann es wirklich weitergeht, weiß ich jetzt noch nicht. Ich probiere jetzt heute mal noch ein bisschen mit ganz sanftem Drücken und Hebeln hier an der Stelle, ob ich es irgendwie ein bisschen auseinander bekomme. Ansonsten muss ich warten, bis mein Bekannter mal Zeit hat, sich das anzuschauen. Ja.
Somit wird das mit dem Dienstag nichts. Da muss ich dann, also heute ist Ostermontag, muss ich dann am Dienstag den TÜV-Termin erstmal absagen und schauen, wie ich hier weiterkomme. So, 15 Minuten nach meiner Frustration habe ich es jetzt doch geschafft. Und zwar, ihr seht hier schon großes Brecheisen. Ich hatte die ganze Zeit halt Sorge, da unten zu hebeln, weil das ja ein relativ langer Hebel ist, da das Rohr, also beide Rohre, die Downpipes gehen ja an den Turboflansch. Aber ich habe den Flansch, wie gesagt, nur ganz lose jetzt erstmal befestigt. Habe jetzt das große Brecheisen genommen, habe das zwischen die Rohre gesteckt und die ein bisschen auseinandergedrückt, sodass ich den zweiten Flansch parallel hinbekomme. Dann habe ich die Dichtung drauf gefummelt. Ich zeige es euch jetzt unterm Auto mit einem großen Schraubenzieher nochmal gegen gedrückt. Es war jetzt einfach am Ende lediglich Kraft. Ne? Ein bisschen Kraft und halt ja, Zähne zusammenbeißen, dass da diese Hebelwirkung nichts kaputt macht, aber es hat nichts geknackt oder sonst irgendwie. Und ich zeige euch jetzt mal unterm Auto, wie es aussieht. Ist jetzt wieder ein bisschen schwierig zu filmen, aber ihr könnt sehen, beide Flansche sind jetzt auf einer Flucht. Die Dichtung ist auch eingesetzt. Ne, die sieht man jetzt hier vorne so ein bisschen. Ich krieg's leider, ist ja alles hier schwierig zu filmen. Aber funktioniert. Wie gesagt, ich bin hier mit einem Stemmeisen dazwischen, habe das ein bisschen auseinandergebogen. Ich habe das hier gemacht, weil es ja hier relativ solide ist und hier nur Rohr. Weiter oben oder weiter hier ist ja dann die Lambda-Sonde und dieser Anschluss für die Kurbelgehäuse, für den OPF. Das heißt, da habe ich nicht gedrückt, ich habe hier zwischen gedrückt und ja, die Rohre halt ein bisschen auseinander gedrückt, sodass ich die Flansche parallel reinbekomme. Die Dichtung war nochmal sehr störrisch, da habe ich auch hier gedrückt mit dem Stemmeisen und dann hier mit einem großen Schraubenzieher bin ich zwischen das Abgasrohr und habe dann die Dichtung so reingequetscht. Ja, jetzt muss ich hier noch die neuen Asbestdichtungen oder was das ist, diese komischen Halbmonde muss ich jetzt noch einsetzen. Dann fummel ich die Rohre auf die Anschlüsse, ziehe das fest und dann ist aber auch gut für heute, für Montag. Den TÜV-Termin morgen, den verschiebe ich jetzt. Muss dann im Laufe der Woche oben die Ansaugung zusammenpuzzeln. Und für euch geht es gleich weiter. Aber wie gesagt, als Info für euch, da muss man einfach ein bisschen Kraft aufwenden. Jetzt haben wir hier auch zwischen den Rohren, das sieht man halt echt beschissen, haben wir jetzt auch ein bisschen Platz, ne? Also es ist wirklich nur minimal, aber ein bisschen Platz ist da. Also ja, ich weiß es nicht, ob Passgenauigkeit, könnt ihr ja mal schreiben, ob das normal ist, dass die da so eng zusammenliegen hier an der Stelle. Ich finde das schon ein bisschen extrem, dass da so wenig Platz ist. Also das ist ja wirklich nur Sackhaaresbreite, das ist das 2-3 mm maximal. Ja gut, aber so ist es jetzt eben, wie gesagt, ich packe das zusammen. Ich schraube das hier zusammen und dann geht es für euch jetzt gleich oben bei der Ansaugung weiter. Nachdem ich das hier festgezogen habe, ziehe ich auch hinten die Flansche nochmal nach an beiden Turbos. Und dann war es das für heute. So, also ihr wisst, ein bisschen Kraft und dann funktioniert es auch. So, wir waren stehen geblieben bei der Auspuffanlage unterm Auto. Und heute ist jetzt Freitag. Bedeutet, ich habe den TÜV-Termin jetzt schon verschoben. Wäre ja eigentlich diese Woche Dienstag gewesen, also sprich der Dienstag nach dem Ostermontag. Das habe ich aber nicht geschafft. Ich habe jetzt den Termin verschoben auf nächste Woche Dienstag. Und jetzt haben wir, wie gesagt, Freitag. Jetzt habe ich noch heute Samstag, Sonntag und Montag, um das Auto fertig zu bekommen. Es fehlt jetzt noch, und das wollen wir uns jetzt, oder der Thematik wollen wir uns jetzt widmen, dass wir die Motorlager, also ich hatte ja auf der Beifahrerseite das Motorlager komplett ausgebaut. Bedeutet, da werde ich das Motorlager Richtung Motor wieder mit dem richtigen Drehmoment festmachen und ich werde beide Motorlager, Fahrer- und auch Beifahrerseite, wieder mit diesem Supportarm, also mit dieser Rahmenkonstruktion darunter verbinden. Die Schrauben vom Motorlager zum Motorblock bekommen laut meinen Informationen 66 Newtonmeter und die Schrauben, die vom Motorlager in Richtung dieses Rahmenkonstruktes gehen, zeige ich euch gleich nochmal unterm Auto. Die bekommen laut meinen Informationen 19 Newtonmeter. Ich mache das jetzt fest und dann schauen wir uns das einmal unterm Auto an, zusammen mit der Auspuffanlage. So, jetzt sind wir hier bei dem Motorlager Beifahrerseite. Ich habe das jetzt bereits mit Drehmoment angezogen, habe mir das auch markiert, sodass ich weiß später, ob sich die Schraube gelöst hat oder nicht. Wenn ihr wissen wollt, was ich da verwende, schaut einfach in die Videobeschreibung. Bei all meinen Videos
packe ich ja also meistens zu 100% alles, was irgendwie, sage ich mal, nützlich oder hilfreich ist, unten als Link in die Beschreibung. Also bei dem Video auf jeden Fall auch diese Markierungsfarbe habe ich unten verlinkt. Ihr könnt natürlich auch einfach einen Stift nehmen, habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Ich finde das aber so immer ganz hilfreich, weil man dann feststellen kann später, ob sich da was gelöst hat oder nicht. Habe ich, wie gesagt, an allen 3 Schrauben gemacht. Die Schrauben bekommen laut meiner Information 19 Newtonmeter. Dann, wie gesagt, die Abgasanlage. Ich meine, da ist jetzt immer noch nicht viel Platz. Das hatte ich euch ja gezeigt, auch hier, ne, ist immer noch sehr eng, aber zumindest ist jetzt Platz. Habe ich auch alles festgemacht und entsprechend markiert. Und das gleiche natürlich auch hier für die Fahrerseite. Das ist jetzt Motorlager Fahrerseite, auch hier 19 Newtonmeter auf alle 3 Schrauben und eben entsprechend markiert. So, und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir nochmal nach oben an den Motor. Das hier, wie gesagt, ist hier heißt das Tamper Detection Marker, bedeutet, damit soll man erkennen, ob jemand manipuliert hat, also sprich eine Schraube gelöst. Ich nutze das eben gerne einfach, um zu erkennen, ob vielleicht im Laufe der Zeit, ne, durch Belastung, sich vielleicht etwas gelöst hat. Gar nicht jetzt mal, um da zu erkennen, ob jemand anders manipuliert hat, denn meine Autos repariere ich ja alle selber. Also wenn es einer manipuliert, dann bin ich das. Aber wie gesagt, sehr hilfreich, verlinke ich euch unten, echt eine coole Sache. So, und dann habe ich, weil ja heute schon Freitag ist, bereits ein bisschen Videomaterial vorproduziert, also beziehungsweise halt vorgeschnitten. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir schon wieder über die 30-Minuten-Marke sind. Es tut mir furchtbar leid, dass ich jetzt wieder nicht fertig geworden bin, aber die Turbos sind drin, die Hitzeschutzbleche sind drin, Auspuffanlage ist drin, habt ihr gesehen. Motorlager sind wieder drin und befestigt. Und im nächsten Video geht es dann weiter, dann baue ich die Motorbrücke ab. Hier das ganze Ansaugzeug wieder rein. Wir entlüften bzw. befüllen das Kühlmittelsystem nochmal neu, starten auch nochmal danach den Entlüftungsprozess. Und ich hoffe, ich will es jetzt nicht mehr versprechen, ich habe schon so oft gesagt, im nächsten Video bin ich fertig. Ich hoffe, dass ich im nächsten Video fertig bin. Ja, wie gesagt, ich gebe mein Bestes, tut mir leid, dass es so viele Videos werden, aber es sind ja auch dann immer wieder Detailinformationen, die ich nicht weglassen möchte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das so ein paar mehr Videos werden. Aber ich möchte euch eben die Probleme, die ich hatte, auf jeden Fall benennen, damit, wenn ihr das auch mal macht, damit ihr das ein bisschen leichter habt. So, jetzt aber genug gequatscht. Das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.